Hallo alle zusammen! Heute wandern wir durch die Aradena Schlucht bis zum Marmara Strand und von da aus weiter bis nach Lutro. Und wir müssen beide ehrlich gestehen, wir haben da einen ganz schönen Respekt vor. Und wenn ihr sehen wollt, wie es uns ergeht, na dann bleibt doch einfach mit dabei. Wir sind am Parkplatz angekommen und das ist die tolle Brücke von Aradena. Und da müssen wir rund. So, und hier fängt der Spaß an. Und dann werden wir erstmal durch das alte verlassene Dorf müssen und dann ein Zickzackpfad führt bis ins Bachbett. Bisher ist das Ganze auch sehr schön markiert. Ich denke mal, wir kommen jetzt langsam zum Einstieg in die Schlucht. Der Ernst der Sache beginnt. Ja, bis jetzt noch alles gechillt, ne? Wir kommen jetzt langsam hier zu dem Punkt, das kann man sehr schön sehen. Da oben sind wir rübergefahren, da ist die Brücke. Und ich habe gelesen, es soll die höchste Brücke Griechenlands sein. So, da ist gerade jemand über die Brücke gefahren. Ja, so sieht das Ganze von der anderen Seite aus. Einige Bäume auch. Da ist schön, diese Bäumchen dazwischen, dass es ein bisschen grüner wird und nicht nur der kahle Fels ist. Ja, also man hat hier eigentlich zwei Möglichkeiten. Entweder geht man hier die Treppe hoch, das soll der einfachere Teil sein. Oder man geht weiter geradeaus und da wären dann zwei Leitern, die fest sind, Eisenleitern, aber doch eine gewisse Höhe haben. Im Moment gehen wir hier erstmal oben rum. Wir haben hier diesen oberen Pfad jetzt gerade genommen, aber wir gucken uns jetzt natürlich auch die andere Seite an. Und zwar da ist diese Stelle mit den Leitern und das wollen wir uns jetzt natürlich noch mal genauer anschauen. Und da sind die besagten Leitern. Eine, zwei. Ja. So, ja, die schwierige Stelle mit den Leitern haben wir hinter uns, oder? Genau. Und ja, wir sind hier wieder auf so einem ganz ebenen Stück und ich finde das erstaunlich, aber wie breit die Schlucht auch ist hier. Er hat schon, ist gar nicht so klein. Ja, und wir werden jetzt mal schön hier weiterlaufen und lassen uns überraschen, was da noch so alles auf uns wartet. Ja, wir mussten erstmal an der Ziege eben da vorbei. Das war nicht so schön, weil die stand nämlich da oben auf dem Felsvorsprung und hat die ganzen Steine losgetreten. Das fanden wir jetzt nicht so prima. Aber jetzt sind wir da drunter vorbei und jetzt geht's weiter und hier sieht es ja auch ziemlich wild aus. Wir haben jetzt 3 Kilometer geschafft. So. Wir sind von hier jetzt gerade gekommen.
Eben hatten wir mal ein kleines Geröllstück. Da musste man ziemlich aufpassen, dass man da nicht so ein bisschen rutscht, aber es war eigentlich wirklich nur ein kleines Stück. Also war alles gut hier. Und ja, jetzt sind wir wieder auf einem super ebenen Stück hier. Also es sind wirklich bisher zumindest, sind es kleine Passagen, aber auch nichts, was man nicht wirklich bewältigen kann. Klar, man muss ein bisschen sich da mal auf das ein oder andere Stück einstellen, aber also zumindest bis hier, wir wollen mal schauen, was noch kommt, aber bis hier muss ich sagen, habe ich mir das Ganze viel schlimmer vorgestellt. Jetzt haben wir hier so 2, 3 Mal Poporutschen gehabt. Ja, super. Genau. Prima, auf geht's. Okay. Sehr schön. Und in der Ferne sieht man das Meer. Und da sind wir. Ich höre Meeresrauschen. Wunderbar. Wasser. Die letzten paar Meter. Und hier haben wir jetzt den Strand von Marmara. Wir verlassen jetzt den Marmara Beach. War wunderbar. Hier noch die Ausläufer der Aradena Schlucht, da die Claudia, und jetzt werden wir den Weg nehmen nach Lutro. Jetzt geht es erstmal schön an der Küste entlang und ja, tolle Aussicht hier natürlich. Ja, das Wasser ist richtig toll hier. Und jetzt kommen wir hier auch noch zu einer Höhle, sind unten am Strand angekommen. Da guckt mal, wie urig das hier aussieht. Sonnengeschützte Ziegenköpfe hier und für müde Wanderer. Schönes Fleckchen hier. Wir kommen tatsächlich jetzt nach Finikias, denn das war gar nicht Finikias, das war ein Ding davor, ein Mini-Ort, eine Bucht. Wir sind jetzt hier in Finikia, da ist Lutro zu sehen. Hangeln wir uns jetzt hier noch diesen letzten Weg runter und dann haben wir es auch gleich geschafft. Und angekommen in Lutro. So, wir sind in Svajja angekommen und hier haben wir nochmal die Vaskaloyani. Das ist eins der 2 Schiffe, was Samaria anfährt im Sommer. So, und jetzt mit dem Linienbus einmal hoch zum Auto. Ich mach die Tür wieder zu. Zack, wenn die Kurve vorbei ist, ist die Tür wieder zu. In der Zwischenzeit haben wir unser Auto bei der Brücke von Aradena wieder abgeholt und sind zurückgefahren nach Horasvaikion. Hier werden wir uns noch in einer Taverne etwas stärken, bevor es dann zurückgeht nach Heraklion. Auch euch heute wieder vielen Dank fürs Zuschauen, macht es gut und bis zum nächsten Mal.